TÜV abgenommen natürlich. So, hallo meine Lieben, ich zeige euch heute, wie man im Gelände einen Reifen flickt. Also es ist wirklich super easy. Ich habe hier so ein Tool, so ein Reifenreparatur-Tool, das billigste vom billigsten, mehr braucht man tatsächlich nicht. Und ich zeige euch heute, wie man quasi damit einen Reifen flickt. Das ist das Reifenflickset, so wird das tatsächlich geliefert. Das ist quasi hier so eine Ahle dabei. Hier quasi das Werkzeug, mit dem man quasi diese Würstchen hier einbringt. Die zeige ich auch nachher gleich noch mal ein bisschen genauer. Hier ist ein Ventilrausdreher, ein kleines Messer, Ventile und. Also ist wirklich alles dabei, um quasi eine Reparatur am Reifen machen zu können. Ich werde tatsächlich jetzt noch detaillierter auf die ganze Sache reingehen und Schritt für Schritt euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber bevor wir den Reifen flicken können, brauchen wir erstmal Platten. So, also so die ersten Geschichten sind ja hier, nimm ein Messer und stechen Reifen ab. Also das wird hier tatsächlich ein Loch und es ist jetzt quasi an der Stelle, hoppla, so viel Druck war da drauf. Gut, also ich habe das tatsächlich jetzt auch in dem Fall jetzt an der Stelle gemacht, an dem man es tatsächlich nicht machen sollte, und zwar an der Flanke. Weil an der Flanke darfst du eigentlich überhaupt nicht reparieren. Also gerade hier, nein, am idealsten ist es tatsächlich auf dem Profil. Ich mache es aber jetzt mit Absicht hier an der Seite. Und zwar will ich euch zeigen, hier eine ganz extrem Variante. Und zwar, wir schneiden hier wirklich komplett in den Reifen rein. Also das ist jetzt so, ich würde sagen 4 cm ein Schnitt. Das gucken wir uns jetzt gleich auch mal genauer an. So, also hier ist jetzt wirklich der Reifen durchgeschnitten. Wir haben jetzt hier wirklich einen riesen Spalt. Also das ist wirklich ein gigantischer Schnitt. Normalerweise repariert man sowas nicht. Es ist auch einfach gefährlich, sowas zu reparieren. Deshalb wirklich nur im äußersten Notfall. Du bist irgendwo in der Pampa, du hast gar keine andere Möglichkeit mehr. Da kommt genau dieses Tool hier ins Spiel. Das ist tatsächlich super easy und es kann wirklich jeder selber machen. Und ich zeige euch jetzt, wie man quasi so einen Reifen flicken kann, so dass ihr damit weiterfahren könnt. Definitiv. Schon x-mal gemacht. So, wir sehen hier jetzt ist tatsächlich der Reifen total durchgeschnitten. Das ist, ich würde sagen, das sind so 4 bis 5 cm ein Cut, so wie wir es gerne mal in der Flanke haben tatsächlich im Gelände, wenn ein Stein sich hier reinbohrt und das Ganze durchschneidet. Das hat es relativ schnell im Gelände. Man nimmt dann quasi hier diese Öse quasi, die führt man hier quasi so rein. Dann hat man es leichter, diese Wurst hier durchzudrücken. Am besten macht man die noch hier vorne ein bisschen platt. Und dann kann man die hier so quasi durchfädeln. Und dann zieht man das Ganze, da ist noch eine Zange dabei, dann geht das alles ein bisschen einfacher. Dann zieht man das einfach so in die Mitte und tada, so das erste Teil ist fertig. Und dann gehen wir hier ganz an den Anfang von der Stelle, wo quasi der Riss ist, und drücken
das einfach so rein und dann hat man hier jetzt so quasi die Reste. Und dann geht es kontinuierlich so weiter. Man muss da jetzt quasi Stück für Stück die Dinger reindrücken. Das ist natürlich ein Riesengefummel, aber in dem Worst Case haben wir Zeit ohne Ende. Um die Dinger reinzubringen. So, ich muss jetzt gucken, dass die auch schön so rausgucken und so dicht wie möglich so an der Seite rausgucken. Und dann müssen wir da jetzt bestimmt für so einen Cut bestimmt 20, vielleicht 20 Stück reinmachen. Was man zusätzlich machen kann, damit die nicht die ganze Zeit reinrutschen oder das irgendwie sich in eine Richtung entwickelt, in die man nicht möchte, man drückt die quasi so rüber, soweit es geht. So. Und dann nimmt man quasi so einen Sekundenkleber. Ich nehme den hier, Agfix heißt der. Das ist so für mich der beste Sekundenkleber, den es gibt. Da macht man ordentlich was drauf. Erstmal auf der einen Seite. Und dann gibt es hier diesen Aktivator. Dann ist das quasi sofort hart. Das machen wir auf der anderen Seite auch. So, machen wir auch den Aktivator hin. Das ist jetzt nicht, um quasi das zu flicken, sondern dass die Würstchen nicht reinrutschen, was viel wichtiger ist. Man kann jetzt auch Folgendes machen, wenn das jetzt hier so nicht funktioniert, kann man das jetzt auch so reindrücken. So. Nächste nehmen. Stück für Stück die da reindrücken. Es ist echt ein Kampf, diese Dinger hier reinzukriegen. So. Wichtig ist, dass man die wirklich so seitlich dran drückt, dass es richtig proper drin sitzt. Also es muss wirklich alles nachher so richtig fett in die Richtung gedrückt sein, dass das quasi da ein Propfen von innen bildet quasi, sich von innen so ein richtiger Propfen bildet, damit das dicht bleibt und nicht gleich aufgeht. So. So, der da ist. Jetzt kommen wir zum Finale tatsächlich. Brauchen gar nicht mehr so viel. Ich würde sagen noch 2, 3 Stück und dann sind wir hier durch. Wir haben ja jetzt den Reifen so geflickt. Zum Beispiel dieses Jahr in Montenegro war es so, dass tatsächlich da sich ein X5 direkt 2 Reifen an der Flanke aufgerissen hatte, an scharfkantigen Steinen im Gebirge, und war halt 80 Kilometer weit und breit halt gar nichts.
Man hätte jetzt das Fahrzeug dort vor Ort lassen können, die Reifen einpacken und quasi mit reparierten oder neuen Reifen dann quasi wieder zurückfahren können. Aber man hätte jetzt nicht gewusst, wie lange das Ganze dauert. Will man sein Fahrzeug da irgendwo im Gebirge lassen? Also ich persönlich würde das nicht machen. Mit dieser Lösung haben wir quasi das hingekriegt. Er konnte dann 80 Kilometer damit in die nächste Stadt fahren. Ich habe da tatsächlich noch Footage von damals. Das könnt ihr euch dann hier anschauen. Also ich blende es hier jetzt tatsächlich ein. Da sieht man, wie quasi er fährt. Wirklich 80 Kilometer. Am Anfang sind wir ein bisschen langsamer gefahren. Dann ist es immer schneller geworden und er ist dann irgendwann mal ganz normal gefahren. Und das war natürlich eine Notfallreparatur. Diese Würstchen sind nicht für so eine quasi Reparatur gedacht. Das ist quasi zweckentfremdet, aber es funktioniert. Und letzten Endes ist das tatsächlich die rettende Lösung. Tatsächlich, wenn also hier war es schon richtig heftig. Also der Schnitt war ein bisschen länger als in Montenegro. Wenn er zu groß ist, dann kriegst du das damit auch nicht mehr hin. Also das sind jetzt 6 cm, ich habe es jetzt tatsächlich gemessen, das sind 6 cm, 6 cm ist richtig heftig. Ich sag mal so 4 cm kriegst du damit easy hin, bei 6 cm, da wird das dann tatsächlich wirklich schwierig. Was hier passiert? Tja, wenn der Karre zu viel Gas gibt und über den Stein drüber fährt und dann auch nur 2 verreckt macht, dann sage ich, don't do that at home. Wir versuchen alles, damit wir irgendwie weiterfahren können wenigstens. Ist TÜV abgenommen natürlich. Ja klar, natürlich. Definitiv. Beförderte SUV und mein Flicken hält. Wir mussten jetzt nach innen auch noch flicken, weil keine Ahnung, was der Kerl gemacht hat. Also der Flicker hält. Ist also überhaupt kein Thema. Wir fahren hier gerade mit einem, das ist ein 5 cm Riss in der Flanke. Und bleib mal stehen. Das habe ich jetzt so geklebt und mit Würstle und alles Mögliche, damit der Kerl wenigstens im Gelände weiterfahren kann. Und innen hatte der jetzt auch noch an. Also ja, geht aber. So fahren wir jetzt, also es sind 2 Bar sind drauf. Und gut? Mega, fährt richtig gut. Wie neu. Immer diese SUV-Fahrer. Jetzt los. So, ich habe euch ja jetzt quasi 2 Varianten gezeigt. Dafür ist es nicht vorgesehen. Für diese Flickart auf der Lauffläche ist es vorgesehen, wo quasi man den Reifen wechseln kann, dann dort direkt tatsächlich den Reifen tauschen gegen einen neuen. Ja, wenn euch das Video Abo freuen, also wenn ihr quasi hier einfach meinen Kanal abonniert, mir vielleicht noch ein bisschen hoffe, ihr habt auch ein bisschen was dazulernen können und es war irgendwie informativ für euch. Ja, cool, haut rein. Bis zum nächsten Mal.